Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. In diesem Video möchten wir euch den BMW 6er GT vorstellen. Wir starten wie immer mit dem Design und man sieht schon im Vergleich zum Vorgänger, es hat sich einiges getan. Und für diejenigen, die sich jetzt direkt fragen, Vorgänger, was für ein Vorgänger, es gab noch nie einen 6er GT, stimmt bzw. stimmt nicht. Es gab einen 5er GT und das ist jetzt der Nachfolger der 6er GT. Neuer Name, neuer frischer Start und auch neuer frischer Look. Man sieht es auch direkt vorne an der Front. Es ist wesentlich moderner und wesentlich eleganter. Im Vergleich zum 5er GT, finde ich, hat der 6er GT wirklich abgenommen und an Sportlichkeit gewonnen. Man sieht es hier auch vorne. Die Nierchen sind jetzt mit den Scheinwerfern in eins verbunden, wie so eine durchgehende Leiste. Dem war vorher nicht so. Beim 5er GT gab es hier nämlich eine Unterbrechung. Übrigens, wenn wir hier gerade schon stehen, serienmäßig LED-Scheinwerfer. Wir haben jetzt hier das optionale adaptive LED-Licht. Ein bisschen weiter nach unten geschaut, unten hier an der Schürze. Hier hat vorher keine Unterbrechung stattgefunden. Die ist jetzt da und bockt das Fahrzeug noch mal so schön auf, dass wir so ein kräftigeres Auftreten haben. An der Seite, finde ich, sieht man dann die große Veränderung einfach im Gesamtbild. Denn der 5er GT wirkt tatsächlich im Vergleich zum 6er GT so ein bisschen kugelig, ein bisschen rund und auch irgendwie sehr aufgebockt. Hier haben wir jetzt hier mehr Sportlichkeit und mehr Eleganz, dadurch, dass das Ganze ein bisschen gedrungener und flacher aussieht und auch vor allen Dingen nach hinten abfallender. An sich, designtechnisch, haben wir nur ein paar Chromdetails. Da bin ich ein sehr großer Fan von. Zu viel Chrom gefällt mir nicht so wirklich. Der Airbreather unten schafft natürlich auch wieder Sportlichkeit. In unserem Fall noch die kleine M-Plakette mit dabei. Und in unserem Fall auch 19 Zoll Felgen. An sich startet der 6er GT bei 17 Zoll Felgen. Und wenn man dann in den Zubehörbereich greift, dann kann man sogar optional noch 21 Zoll Felgen bekommen. Und die würde ich wirklich gerne mal auf diesem Fahrzeug sehen. Mehr Eleganz, das sehen wir auch am Heck. Das Fahrzeug ist, wie man schon von der Seite erkennen konnte, wesentlich flacher und länger nach hinten gezogen. Dadurch haben wir eine viel schönere Dachlinie und dementsprechend auch ein schöneres Hinterteil. Hier an dieser Stelle versteckt sich übrigens ein Spoiler. Bei 110 km/h fährt er sich automatisch aus. Aber selbstverständlich gibt es auch ein kleines Knöpfchen, falls man so einfach mal ihn betrachten möchte. Auch hier wieder die Rückleuchten wesentlich schmaler, sehr schön ums Fahrzeug rumgezogen. Und es schafft so eine Bewegung zusätzlich mit dem 3D-Effekt, den wir jetzt haben. Also auch hier alles schöner, moderner, eleganter. Hier verbirgt sich nun ein Kofferraumvolumen von 610 Litern. Wenn wir alles umklaufen, kommen wir auf 1800 Liter. Das ist stattlich. Jetzt habe ich die elektrische Heckklappe noch ganz oldschool mit meiner Hand bedient, aber selbstverständlich könnt ihr optional auch den eleganten Fußkick dazu kaufen und so Gadgets wie zum Beispiel den berühmten Schlüssel mit Display gibt es selbstverständlich auch. Preislich geht's los bei knapp 62.000 €. Dafür bekommt man dann den 630i, ein bekannter Vierzylinder. Wir haben jetzt hier für die Testfahrt den 640i X-Drive. Der kostet dann mit 73.000 € in der Basis nochmal etwas mehr, hat aber dann auch schon mal den großen reinen Sechszylinder mit 340 PS, 450 Newtonmeter Drehmoment, ist, sagen wir mal in Anführungszeichen, leider bei 250 km/h abgeregelt, soll in der Norm 7,7 Liter verbrauchen. Jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Der 6er GT heißt der intern G32 und wenn wir da mal zurückzählen, kennen wir einen G30, das ist die 5er Limousine. Wir kennen einen G31, das ist der 5er Touring und jetzt eben den G32. Wo gehört der G32 dementsprechend hin? Technisch gesehen ist der sehr nah am 5er, aber hier vorne nicht unbedingt, denn man kann den 6er GT auch mit einer Zweiachs-Luftfederung bestellen. Und wer sich jetzt an unsere 5er-Videos zurückerinnert, der weiß, da gibt es nur für den Touring hinten eine Luftfederung. Soll kurz zum heißen, hier haben wir weitestgehend die Vorderachse des 7ers drunter. Dementsprechend vereint der G32, der 6er GT, den Komfort eines 7ers mit der Dynamik eines 5ers, denn die Hinterachse ist vom 5er Touring. Die Eleganz, die wir außen sehen, die finden wir selbstverständlich auch im Innenraum wieder, sodass es ein schönes Gesamtbild abgibt. Aber, und das ist gar nicht unbedingt als negativ anzusehen, wir sehen hier auch viel
5er. Es hat sich also nicht so viel getan in Anführungszeichen. Ich gebe euch trotzdem mal einen Rundum-Überblick. In unserem Fall haben wir jetzt hier helles Leder. Schwierig zu pflegen, aber optisch wirklich ein toller Hingucker. Die Sitze sind sehr bequem und ansonsten haben wir den Materialmix hier mit dieser Soft Touch bzw. Lederoberfläche hier oben und darunter dann diesem Holzmuster zusammen mit ein bisschen Metall. Hochglanz findet sich dann hier vor allen Dingen in der Mittelkonsole und da kommen wir schon zu einem Teil, der sehr spannend ist, denn die erste natürliche Bewegung, die man machen sollte, vor allen Dingen wenn man diesen Schlüssel hat, ist die induktive Ladeschale zu nutzen. Zugegebenermaßen, es gibt an jedem Fahrzeug, selbst an dem wunderschönsten, etwas zu meckern und hier haben wir den Punkt gefunden, nämlich die induktive Ladeschale. Die ist zwar toll, aber nicht so gut zugänglich, vor allen Dingen, wenn wir hier eine Wasserflasche reinstellen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber so ist das nun mal mit den Kleinigkeiten, die man findet. Ansonsten haben wir hier noch die Bedienelemente für den Spoiler, wie auch die Höhenverstellung. In unserem Fall haben wir hier das M-Lenkrad, wir sehen es an der kleinen Plakette direkt in der Mitte. Serienmäßig bekommen wir aber auch ein Sportlenkrad mit auch Bedienelementen. Und ihr seht es hier, das Touch-Display etwas mehr als 10 Zoll misst es und es lässt sich, wie bei BMW bekannt, ich liebe es einfach, auf 4 verschiedene Art und Weisen steuern, nämlich per Voice, per Touch, per Gestik oder aber hier mit dem Controller. Das Cockpit ist ja schön, aber bei einem Gran Turismo ist der Fond nicht ganz unwesentlich, denn er ist auch ziemlich groß geschnitten. Das heißt, hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter kann ich es mir wirklich gemütlich machen. Zudem kann ich die Lehne elektrisch nach hinten fahren lassen, sodass ich es mir noch etwas gemütlicher machen kann. Und hier hinten haben wir auch nicht die ganz gewöhnlichen Kopfstützen, sondern auch nochmal so, ich würde jetzt mal sagen, Kopfkissen quasi so dahinter, sodass man sich wirklich sehr gemütlich machen kann. Zudem die Bowers & Wilkins Anlage, die wir hier drin haben, super Klang, hat auch ein Setup, das nennt sich Lounge, sodass der Sound wirklich auf diese Sitze hier hinten zentriert wird. Wobei ich auch ganz ehrlich bin, hier zu zweit, glaube ich, kann man es ganz gut aushalten. Zudem haben wir hier auch nochmal die 4-Zonen-Klimaautomatik. Das heißt, rechts und links lassen sich auch nochmal einzeln regeln. Und dass wir im GT sitzen, sehen wir dann hier an diesem kleinen Emblem. Diese kurvige Straße hier ist eigentlich das ideale Testgelände für den 6er GT. Aber man muss natürlich dazu wissen, wir haben hier alles drin, was es an Komfortfeatures gibt. Das heißt auch Executive Drive, wobei dann die Wankstabilisierung und die Hinterachslenkung schon mit dabei sind. Das ist im ersten Moment erstmal ein ungewohntes Gefühl, insbesondere im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, wenn ihr von hinten so zackig einlenkt. Aber macht ihr natürlich dadurch sehr wendig. Die Umsicht nach hinten ist jetzt nicht ganz so toll, denn wir haben eine ziemlich dicke C-Säule, aber dafür gibt es ja die 4 Kameras bzw. Remote 3D View, wo man wirklich genau sehen kann, wo das Fahrzeug aus einer Vogelperspektive bzw. aus einer Zuschauerperspektive auf dem Parkplatz gerade ist. Derzeit sind wir jetzt im Modus Komfort. Ist schon sehr komfortabel, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber wir können das nochmal eine Stufe anheben mit Komfort Plus. Und genau diesen Modus haben wir auch gestern schon mal auf einer, ich würde es ganz ehrlich als Marterstrecke bezeichnen, probiert. Und da merkt man schon diese Vorteile. Und der 6er GT fährt sich wirklich sehr nah an einem 7er, hat aber eben den Vorteil, dass wir auch gleichzeitig irgendwie ein sportliches Coupé haben. Heißt, wenn ich auf Sport drücke, klar, Kennlinie ändert sich sofort, aber er wird auch von dem Setting her deutlich agiler. Nicht so agil, wie wenn jetzt hier zum Beispiel ein M draufstehen würde, aber man kann hier eine ziemlich große Spreizung abbilden. Kommen wir kurz zu den Assistenten. Da haben wir jetzt hier natürlich auch wieder die volle Bandbreite inklusive Driving Assistant Plus. Dabei können wir hier auf der linken Seite am Lenkrad alles regeln. Das heißt, den Spurhalteassistent inklusive aktivem Eingriff am Lenkrad und auch den Abstandstempomat. Und wir folgen dem Fahrzeug vor uns einfach mal mit besagten 90 km/h. Können dann hier unten auch nochmal den Abstand so etwas variieren von sehr nah zu sehr weit weg. Und das regelt er natürlich. Und ganz nettes Feature auch am Rande. Durch die Navigation wissen wir, welches quasi Tempolimit als nächstes folgt. Und mit einem Klick hier am Rädchen wird dann das direkt
in den Tempomat übernommen. Das heißt, wir sind jetzt aus einer 90er-Zone in eine 50er-Zone reingefahren und mit einem Klick wurde das aktiviert. Wenn man sich das Grundgerüst des 6er GT anschaut, dann weiß man eigentlich schon genau, was man dafür bekommt. Man bekommt den Komfort des 7ers, insbesondere wenn man dann Richtung Komfort Plus schaltet, aber auch, wenn man es möchte, in Sport die Dynamik eines 5er. Und dementsprechend ist es nicht unbedingt ein Nischenfahrzeug, sondern ein Fahrzeug, das eine Lücke schließt zwischen einem 5er Touring und einem 7er, aber eben noch mehr Kofferraum bietet. Das war's mit unserem Video zum BMW 6er GT. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Jetzt ist natürlich die Frage, gefällt euch der 6er GT? Sagt ihr, das ist jetzt viel sportlicher, eleganter, sowas habe ich mir gewünscht? Oder sagt ihr, dieses Runde, doch so ein bisschen brutalere vom 5er GT, das vermisse ich jetzt hier? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Der obligatorische Werbeslogan kommt. Also bei der Werbung jetzt dranbleiben, denn falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut es doch direkt, aktiviert die kleine Glocke und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao!